Hallo, ich begrüße euch. Es geht um das Thema Datenschutz und Sicherheit. Dieses Video soll Begleitmaterial sein zu meinem Online-Kurs, den ich oft in der geforderten Weiterbildung durchführe, der aber auch allgemein verfügbar sein soll im Rahmen von Bildung für jedermann oder jede Frau. Die Materialien, die ich hier vorstellen will, die stammen zum einen vom Herd Verlag und die kann man da kaufen. Dann gibt es aber auch Unterlagen, die kommen aus Österreich. Easy for me will ich also auch vorstellen. Fangen wir mit den Unterlagen vom Herd Verlag an. Die könnt ihr euch sogar anschauen. 15 Seiten kann man kostenlos als Leseprobe anschauen. Wenn ihr die finden wollt, Herd Datenschutz und Sicherheit habe ich hier als Suche eingegeben. Dann findet man hier oben natürlich erstmal die Anzeigen. Aber dann kommt es auch, was hier nicht mehr Anzeige ist, das Buch vom Herd Verlag oder das E-Book. Da kann man drauf klicken, tue ich hier einfach mal. Und da sieht man, kostet als gedrucktes Buch 19,15 €. Empfehlen tue ich aber, und das bekommen dann auch in der Regel meine Kursteilnehmer aus der geforderten Weiterbildung, die E-Book-Version, die kostet, wenn ich sie jetzt kaufen würde, so etwa 9,19 € habe ich in Erinnerung. Und die hat viele Vorteile und die will ich dann also auch gleich mal darstellen. Fangen wir aber hier mit der Leseprobe an. Die kann sich jeder anschauen, der erstmal reinschnuppern möchte. Ich klicke hier auf Leseprobe öffnen und da sehe ich, bin ja schon auf der Seite 3 von 15. Auf der ersten Seite, da ist ja meistens dann nur der Titel. Ja, und Impressum kommt dann, wo es herkommt. Aber dann wird es interessanter. Das Inhaltsverzeichnis, da sieht man, wie es strukturiert ist. Und die Kapitel 1 und 2, Datensicherheit und Copyright und Computerkriminalität bis zur Seite 15, die sind vollständig in der Leseprobe enthalten. Die anderen Kapitel bis zur Seite 95, also 94, 95 ist das Stichwortverzeichnis, die bekommt man dann, wenn man das Buch erwirbt. So, schauen wir uns aber jetzt mal das richtige Buch an, bis Seite 15. Also kann man ja hier auch sehen, wenn ich hier zur 15. Seite gehen will, kann ich da oben einfach mal eine 15 eingeben. Da sieht man, da ist dann sogar ein Selbsttest angedacht. Da kann man auch hinterher die Ergebnisse dann anschauen, was die richtige Lösung gewesen wäre. Und das ist also hier das Ende des zweiten Kapitels. Und Skimming und Shoulder Surfing, das ist also noch im Umfang der Leseprobe enthalten. Ich will euch aber jetzt das richtige Buch zeigen, also das E-Book, was ich also erworben habe. Dazu schließe ich jetzt mal dieses hier und das hier auch. Also die Ergebnisdateien, bevor ich das schließe, wenn ihr sehen wollt, ob ihr die Fragen am Ende der Kapitel richtig beantwortet habt und damit auf den Computerführerschein angemessen vorbereitet seid. Die findet ihr, wenn ihr hier auf Ergebnisdateien klickt. Dann werden die runtergeladen als PDF-Dokument und dann kann man also sich das ausdrucken oder abschreiben oder vergleichen, ob das, was man da geantwortet hat, auch richtig war. Will ich also jetzt hier nicht tun, könnt ihr ja selber machen. So, dann gehe ich jetzt mal auf mein richtiges Buch. Da habe ich jetzt auch schon Seite 5 aufgeschlagen. Da fängt es ja an. Ich kann ja mal ein bisschen rollen. Da sieht man also hier, da ist also auch das mit den Ergebnisdateien, was ich gerade beschrieben habe, nochmal auf der 4. Seite beschrieben. Auf der 5. Seite geht es dann mit dem ersten Kapitel los. Und ihr seht hier auch schon, dass dieses Buch aktiv bearbeitet werden kann. Ich habe also hier farbige Stellen markiert. Ich bin ja Online-Dozent und bin also auch gehalten, meine Kursteilnehmer auf die Führerscheinprüfungen, also Computerführerscheinprüfungen vorzubereiten. Und das ist ziemlich unerheblich, ob es da der ECDL oder ICDL oder Expert bei der Volkshochschule oder ob es irgendein Computerführerschein ist, den ein Anbieter sich selbst ausgedacht hat. Die Fragen und was da Gegenstand der Vorbereitung ist, das ist ziemlich das Gleiche, was da vorkommt. Die Themen hier passen also auf jeden Fall auch bei anderen Computerführerscheinen.
So, und da habe ich hier im ersten Kapitel ja schon wichtige Stellen, die also auch bei der Prüfung relevant sind, markiert. Der Unterschied zwischen Informationen und Daten will ich später dann nochmal erklären, wenn ich nicht mehr das Buch erkläre, sondern den eigentlichen Inhalt. Und da kann ich hier, wenn ich jetzt sage, ich will aber hier mal die Markierung rausnehmen, sieht man hier bei dem Edge-Browser habe ich hier die Möglichkeit, Radiergummi einzusetzen. Das ist also hier von dem zugelassen von dem Herd Verlag, wenn man das Buch erworben hat. Und man sieht, hier unten steht ja dann auch mein Name drin. Also ich darf das Buch dann nicht weitergeben oder ausdrucken und weitergeben, sondern das ist nur für mich gedacht. Und dann kann ich hier Markierungen setzen oder Markierungen löschen, wenn ich die also nicht mehr für angemessen halte. Jetzt will ich aber die ich gerade entfernt habe, wieder setzen. Da sieht man, kann man hier einen Stift nehmen, kann man verschiedene Farben einsetzen. Ist also im Augenblick gelb ausgewählt, nehme ich mal grün. Und wenn ich dann von hier bis hier grün markieren will, gehe ich da einfach rüber. Und dann weiß ich, gehe vor der Prüfung nochmal mit den Kursteilnehmern durch, damit sie klar unterscheiden, was sind Daten und was sind Informationen. Werden wir später noch behandeln. Hier ist jetzt erstmal nur für euch die wichtige Information. Ihr könnt euch, wenn ihr diese Bücher als E-Book habt, dann könnt ihr euch hier mit dem Edge-Browser solche Markierungen setzen. Ihr könnt auch Anmerkungen machen. Also hier oben diese Tools, diese Werkzeuge, die haben wir hier. Ihr müsst es dann hinterher auch speichern, weil wenn man es nicht speichert, dann sind natürlich die Markierungen weg beim nächsten Öffnen. Aber das will ich ja nicht. So, das mit dem Markieren, das ist eine wichtige Sache. Die andere Sache ist, die man beim E-Book hat, wenn ich jetzt weiß, es gibt hier in dem E-Book irgendwo auf den 95 Seiten ein bestimmtes Wort. Ich weiß aber nicht mehr wo. Wenn man es jetzt nur als gedrucktes Buch hat, kann man versuchen, das hinten im Index zu finden. Und wenn man Glück hat, findet man dann auch Authentifizierung. Wenn ich das aber dort nicht finde, habe ich Pech gehabt. Aber hier habe ich die Möglichkeit, ich will das mal zeigen, Authentifizierung habe ich eben gerade erwähnt. Steuerung F habe ich hier gerade ausgewählt, dann kann man das ja oben reinschreiben, weil ich es eben schon mal getestet habe, steht das da noch, aber ich kann es ja nochmal So, jetzt sieht man, jetzt habe ich es reingeschrieben. Na, da oben kommt jetzt gerade noch ein anderes Register, was das überdeckt hat, aber jetzt steht da da könnte also Fikation oder Fizieren oder sowas könnte da stehen. 18 Stellen gibt es und die erste, die finde ich hier. Hier kann ich dann durchgehen. Die zweite, hier ist es das zweite Mal, da steht es. Und wenn ich nochmal zurück zum ersten will, hier, wo es dunkelgrün ist, da steht das erste Mal und hier im dunkelgrün das zweite Mal. Und so kann ich dann diese Stellen durchgehen. Hier habe ich es noch nicht grün markiert. Da sieht man, hier steht Authentifizierung, weil ich nur Authentify geschrieben habe, ist auch nur bis dahin grün markiert. Aber ich könnte hier natürlich drüber gehen und könnte hier sagen, okay, das soll also jetzt grün werden. So, und dann gehe ich hier zur nächsten Stelle, da steht es dann auch schon wieder. Und so könnt ihr also dann alle Stellen durchgehen, wo Authentifizierung steht. Multifaktor-Authentifizierung kommen wir auch später noch zu, weil prüfungsrelevant und sowieso wichtig ist. Und ihr habt damit wahrscheinlich im Zusammenhang mit eurer Kreditkarte schon zu tun gehabt. Solche Sachen wie Volltextsuche im E-Book kann man hier hervorragend machen. So, das also jetzt zum E-Book vom Herd Verlag, was also sehr empfehlenswert ist, auch wenn eben, weil es aus dem Jahr 2016 ist, viele neue Dinge, die da passiert sind, die sind da noch nicht drin enthalten. Die Datenschutzgrundverordnung, die ist erst 2018 in Kraft getreten, die spielt da noch keine ganz große Rolle drin, aber das ist also hier dann vielleicht nachzutragen vom Dozent, also in diesem Fall von mir, was hier im Buch eben noch nicht behandelt wurde, auch aktuelle Ereignisse, die da eine Rolle spielen. Und das kann man hier also beim Buch, was jetzt 7 Jahre alt ist, nicht erwarten. Aber das Basiswissen, was ihr bei der Computerführerscheinprüfung wissen sollt und was ihr also auch beim praktischen Einsatz von Informationstechnologie beachten solltet, das ist hier drin. So viel zum Herd Verlag. Dann komme ich hier zum Angebot Easy for Me. Erstmal schließe ich das hier und klicke dahin. Easy for Me kann man ganz leicht finden.
Wenn ich es jetzt hier nicht schon hätte, ja, mache ich es nochmal zu und mache ein neues Register auf. Schreibe ich jetzt einfach mal Easy da rein. Easy for Me schlägt er mir vor, weil ich es schon mal hatte. Und dann sieht man Easy for Me für den Informatikunterricht. Das ist also ein Angebot aus Österreich. Sehr empfehlenswert und kann man also auch sehr viel machen. Hier kann man also auch sich anmelden als Schule. Das hat den Vorteil, dass man dann diese Materialien auch aktiver nutzen kann und kostet also, glaube ich, 120 €. Kann man hier unten sehen. Ne? Bestellen, Easy for Me. Und einfach hier bestellen steht da, da sieht man es, ja, ne, für Schullizenz 120 € für dieses Material, also was nicht nur IT-Security betrifft, sondern alle Module zum Computerführerschein, die da in Österreich eine Rolle spielen, die sind praktisch genauso in Deutschland vertreten. Man muss sagen, wenn ich hier vergleiche, da sind die in Österreich besser aufgestellt. Wir sind da noch nicht ganz so weit, auch was die Unterstützung der Lehrkräfte betrifft. Da muss man einfach sagen, haben unsere Nachbarn im Süden klare Vorteile. So, jetzt geht es aber nicht um das Material im Allgemeinen, sondern um die Datensicherheit. IT-Security klicke ich drauf. Da habe ich jetzt dieses Modul zur Computersicherheit. IT-Security ist ja der englische Begriff im Zusammenhang mit dem Computerführerschein ECDL, der jetzt ICDL heißt. Ist das so? Und das, was ich eben vom Herd-Verlag geschildert habe, gibt es hier auch in ähnlicher Form, sind ja die gleichen Themen, die da relevant sind. Da haben wir hier IT-Security-Zusammenfassung, habe ich gerade drauf geklickt. Das sind 19 Seiten, steht hier, 19 Seiten. Und das ist also sehr kompakt, ne? Zum Beispiel hier auch sehr plastisch beschrieben, weil das ist ja meistens so für Oberstufe in der Schule, so Schüler ab 15 oder 16 bis Studenten, die da in Österreich da vielleicht sich vorbereiten müssen und das notwendige Know-how für die Nutzung von Informationstechnik im Studium beherrschen sollen oder entsprechende Ausbildung machen wollen. Da ist das hervorragend. Da haben wir also hier gleich das Beispiel, Unterschied zwischen Daten und Informationen. Das ist ein Beispiel, wenn ich jeden Monat die Niederschlagsmenge messe, dann habe ich die Daten. Wenn ich dann daraus eine Aussage mache, wie hoch die jährliche Niederschlagsmenge ist, dann sind das Informationen oder in welchen Monaten ich auf Basis dieser Daten dann besonders hohe oder niedrige Niederschlagsmengen habe, dann sind das Informationen. Das ist also sehr plastisch, das will ich also hier zeigen. Ne? Ich habe das also hier markiert, wo ich da gerade ein bisschen vorgetragen habe. Aber ihr seht, wenn ich hier nur die frei zugängliche Variante habe, dann habe ich hier oben nicht diese Tools, wo ich da eben beim Herd-Verlag zeigen konnte, da kann ich was markieren. Das habe ich also nur, diese Möglichkeiten, wenn ich da dieses Geld für den Zugang zahle. Das macht ja Sinn, wenn Schulen das dann tun. Die dürfen das dann auch ausdrucken. Da gibt es dann auch zusätzliche Informationen. So, jetzt habe ich also hier gerade diese 19 Seiten erwähnt, die hier wichtig sind. Ich habe mir die mal angeschaut. Ich denke, wenn jemand diese 19 Seiten nicht nur durchgelesen hat, sondern hat auch verstanden, was da steht und hat sich vielleicht ein paar Beispiele angeschaut, hat vielleicht auch gegoogelt oder mit Bing nachgeschlagen, was ja auch möglich ist, oder DuckDuckGo. Und dann eben ein paar Beispiele irgendwo rausgesucht, vielleicht auch bei YouTube mal ein interessantes Video gesehen. Der wird mit Hilfe dieser 19 Seiten die Prüfung auch bestehen, da bin ich sicher. Nur durchlesen allein reicht nicht, sondern wie gesagt, man muss die Begriffe einordnen können. Malware, ne, das wird ja dann gefragt, was fällt da drunter unter diesem Begriff? Wer dann nur Malware irgendwie mit einem Pinsel verbindet, ne, und entsprechende Lösungen da falsch ankreuzt, der wird den Punkt nicht machen. Aber wer Schadsoftware im Allgemeinen damit in Verbindung bringt, und das wird hier gemacht, ne, der kann das also gut nutzen. So, das hier war dieses Skriptum, die Zusammenfassung auf 19 Seiten. Das schließe ich hier mal wieder, dann sind wir wieder hier. Also das, oder hier steht 18 Seiten, aber ich habe eben gesehen, es waren 19 mit dem Titel. Dann gibt es hier nochmal 9 Seiten, da stehen die Begriffe. Empfehle ich auch sehr.
egal auf welchen Computerführerschein ihr euch vorbereitet. Da stehen Dinge drin wie Adware oder Antivirenprogramme, Attachment, App Store. Also das, was hier so steht, könnt ihr ziemlich sicher sein, mindestens die Hälfte der Begriffe, die hier auftauchen, die können also auch in diesen Prüfungsfragen, die oft mit Multiple Choice dann abgedeckt werden, also eine ist richtig oder mehrere aus 4 Antwortmöglichkeiten sind richtig, so ist ja die Realität, die ich da die letzten Jahre gesehen habe. Wer diese Begrifflichkeiten hier verstanden hat, biometrische Daten oder Cloud Computing und Computerwurm, ihr seht, da ist also alles drin, was im Bereich Datenschutz und Sicherheit wichtig ist, so fürs Allgemeinwissen, also nicht unbedingt Informatikstudium reicht das aus, aber fürs Allgemeinwissen, das ist also hier in der Zusammenfassung drin, auf diesen 9 Seiten. Die dritte habe ich jetzt hier angeblättert. Mehr will ich hier nicht tun, könnt ihr ja selber machen. Ihr habt ja gesehen, wenn ich nach Easy4Me suche, gehe auf den Schalter, auf die Schaltfläche IT-Security, dann findet ihr das hier oben. Die anderen Materialien hier sind auch sehr interessant. Ich nehme jetzt mal einfach Beispiele und Erklärungen aus der Praxis. Rootkit habe ich gerade draufgeklickt. Da sieht man sofort eine Erklärung. Man sieht auch meistens hier ein kleines Bildchen, wo man da also drauf achten sollte. Also sehr hilfreich, dieses, was hier an Beispielen aufgeführt ist. Wir haben dann hier nochmal Merkstoff, also ist im Prinzip ja Vorbereitung auf die Prüfung. Wie ihr PDF-Dokumente öffnet, kann man also darauf verzichten, will ich jetzt nicht bringen. Klickt einfach drauf. Hier Easy4Me ist eine Seite. Da müsst ihr keine Bange haben, dass ihr euch da Schadsoftware runterladen tut, wenn ihr hier wirklich schaut, dass hier oben die Adresse richtig eingegeben ist. Was hier auch interessant ist und was ich bei meinen Online-Kursen dann oft mache, das ist die Nutzung von Kahoo. Ein Quiz ist das, was man allein oder auch in Gruppen spielen kann. Da sind die Prüfungsfragen, die hier stehen, die sind also auch sehr ähnlich dem Schwierigkeitsgrad und auch sehr ähnlich dem Inhalt, wie es dann hinterher bei den richtigen Prüfungen vorkommt. So, dann geht es weiter. Wir haben hier auch Quizze, die man machen kann. Die sind also eher für Einsatz allein am PC und man sieht, kannst du alles richtig beantworten und wenn das so ist, dann wird man sicherlich dann auch hinterher bei der Prüfung kein Problem haben, die echten Prüfungsfragen, die ja nur ein bisschen anders formuliert sind, richtig zu beantworten. Videos gibt es auch noch und Kreuzworträtsel, dann noch ein paar neue Präsentationen zu den Themen, wenn man richtig in die Tiefe gehen will. Wer das also hier vollständig verstehen will, der kann das sicherlich dann auch machen. Diese Präsentation als PDF-Dokument oder PowerPoint kann man die wohl auch nur runterladen, wenn man da angemeldet ist. Weitere Dinge hier für Lehrer, die also dann viele Stunden verbringen müssen oder Zeit haben, nachmittags mit den Schülern sowas zu machen. Würfelspiele gibt es, also das wollen wir jetzt nicht machen, aber was ich auch noch sehr interessant finde und sehr wichtig, hier Fallbeispiele. Da steht dann hier zum Beispiel Bundeskriminalamt warnt vor gefälschten E-Mails mit BKA-Absendern. Also wenn der Absender BKA ist, dann wird sowieso nichts von denen kommen. Wenn die was von euch wollen, dann tauchen die persönlich auf oder per Brief auf gedrucktem Papier, aber nicht mit einer E-Mail, weil da würden sie sich ja selbst widersprechen, weil sie ja vor so etwas warnen. So, hier steht also dann, Bundeskriminalamt warnt vor gefälschten E-Mails mit BKA-Absendern. Das ist recherchiert vom Verlag Heise. Und da kann man sich dann die Details anschauen. Da ist natürlich, weil die müssen ja auch von was leben, ein bisschen Werbung zu sehen. Aber da ist also hier was über Links beschrieben, was da, wenn man auf so ein BKA-Mail, so einen angeblichen klickt, dann landet man überall, aber eben nicht bei den Sicherheitsfachleuten vom Bundeskriminalamt, sondern bei Fälschern und Betrügern. Und das ist also hier im Detail beschrieben. So, das soll jetzt reichen. Ich habe mit diesem Video, was jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat, die Kursunterlagen beschrieben vom Hirt Verlag, die ich sehr empfehle, aber eben auch von Easy4Me.
Ihr solltet euch die anschauen. Ich werde bei meinem Vortrag natürlich einiges daraus im Kopf haben und vielleicht mich auch an den Gliederungen, die es hier gibt, orientieren, weil ich setze die ja seit Jahren ein. Aber ansonsten trage ich das frei vor und werde natürlich auch an passender Stelle immer Aktuelles, Tagesaktuelles mit einflechten, weil das ist interessanter, als dass ich hier nochmal nacherzähle, was hier in den Vorlagen steht. So viel zu den Kursunterlagen und dann geht es gleich weiter mit Datenschutz und Sicherheit, einem allgemeinen Überblick. Für dieses Mal bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.